Die Ampelregierung hat bei dem neuen Heizungsgesetz eine Einigung erzielt und will es diese Woche noch in den Bundestag schubsen, um es vor der Sommerpause zu verabschieden. Wir schauen uns den Artikel einmal an. Das umstrittene Heizungsgesetz der Ampel soll diese Woche noch in den Bundestag kommen. Darauf einigten sich am Dienstag die Chefs der Regierungsfraktionen in gemeinsamen Verhandlungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Das erfuhr der Tagesspiegel in Ampelkreisen. Damit kann das parlamentarische Verfahren um das Gebäudeenergiegesetz, das in Zukunft den Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen verbieten soll, beginnen. Eine Verabschiedung vor der Sommerpause, wie es die Ampelspitzen verabredet hatten, ist somit möglich. Also, die SPD, die Grünen und die FDP haben sich zusammengesetzt und eine Einigung erzielt bei dem neuen Energiegesetz. Wir bekommen jetzt unsere alten Gas- und Ölheizungen verboten. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Was hat sich geändert, dass diese Einigung jetzt doch noch so schnell zustande kam? Die Vorgaben für neue Heizungen treten für Gebäude im Bestand voraussichtlich erst Jahre später in Kraft als ursprünglich geplant. Zunächst müssten die Kommunen ihre Wärmeplanungen vorlegen und erst dann griffen die Regeln für den Einbau neuer Heizungen, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dörr nach der Einigung. Das werde ab etwa 2028 der Fall sein. Dörr sprach von einem großen Schritt nach vorne beim Heizungsgesetz. Man habe in der Koalition fundamentale Änderungen vereinbaren können. Das klingt für mich relativ vage, was der Mann da sagt. Zunächst müssen die Kommunen Wärmeplanungen vorlegen, das wird dann ab etwa 2028 der Fall und dann erst wird das Ganze greifen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Gesetz aussieht, wenn es vom Bundestag verabschiedet wird. Ich bin wirklich gespannt, was auf uns alle zukommen wird. Ich befürchte allerdings, dass es nichts Gutes sein wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht trotz der von der Koalition vereinbarten Änderungen den Kern des Heizungsgesetzes gewahrt. Die Wärmewende ist praktikabel, Klimaschutz wird konkret, das klare Signal für den Umstieg auf klimafreundliches Heizen wird gesetzt, sagt der Grünen-Politiker. Ja klar, ein Signal für das umweltfreundliche Heizen wurde somit gesetzt. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir unsere bestehenden Öl- und Gasheizungen einstampfen und auf Wärmepumpen setzen, die dann in den nächsten Jahren betrieben werden mit Kohlestrom. Das ist wirklich etwas Wunderbares. Das bedeutet Fortschritt. Das ist der Umwelt zuträglich. Vielen Dank, Herr Habeck, für die Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke. Und was sagt die CDU zu dem Ganzen? Ampel fährt Wärmewende an die Wand. Die Bürgerinnen und Bürger hätten noch immer keine Antworten auf die Frage, was kommt mit dem Heizungsgesetz auf mich zu und welche Unterstützungen kriege ich. Ja, damit hat er absolut recht. Die Bürger wissen tatsächlich noch nicht, was mit diesem Gesetz wann auf sie zukommt. Sie wissen nicht, wie teuer es wird, aber sie haben schon eine dunkle Vorahnung, denn es wird garantiert sehr teuer. Und was die Unterstützung des Staates angeht für Gebäude, die eine neue Wärmepumpe benötigen werden, das ist doch wieder das alte linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Der Staat nimmt uns über die Steuer das Geld weg und gibt uns einen kleinen Betrag davon zurück, als Hilfe für die Umstellung meiner Heizung. So macht die Politik die Bürger vom Staat abhängig. Und dann haben diese Politiker auch noch den Anspruch, dass der Bürger dankbar zu sein hat, dass die Politik ihm hilft. Wenn etwas zuvor aus meiner Tasche gezogen wurde und ich dann einen Teil davon zurückbekomme, ist es für mich kein Geschenk. Wenn der Gesetzentwurf nun in dieser Woche auf die Tagesordnung und damit in den Bundestag kommt, ist eine Verabschiedung vor der Sommerpause in einem geregelten Verfahren noch möglich. FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer zeigt sich zufrieden. Neue Leitplanken für Gesetz seien beschlossen. Habecks ursprüngliches Gesetz ist Vergangenheit. Das Heizungsgesetz werde nun im Parlament fundamental überarbeitet. Man habe echte Technologieoffenheit erreicht, es werde keine Verbote geben. Also das mit der echten Technologieoffenheit, das wage ich zu bezweifeln. Und ich habe auch wirklich
große Angst davor, was bei dieser fundamentalen Überarbeitung im Bundestag für uns Bürger rumkommt. Was denkst du? Ist diese schnelle Einigung und die Verabschiedung noch vor der Sommerpause für uns Bürger eine gute Sache? Lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare. Wenn du meine Arbeit und politischen Content magst, dann solltest du diesen Kanal jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Jetzt aber solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Jetzt klicken, wir treffen uns gleich dort. Bis gleich.